Ich behaupte, dass Angststörungen, Hochsensibilität, ADHS, Autismus, Borderline, Essstörungen, Suchtverhalten, Depression, all diese Symptomatiken, Symptomfelder nichts anderes sind, wenn du in der Kindheit traumatisierende Erfahrungen hattest, als nur die Folgen deiner Trauma. Das sind keine separate Erkrankungen, sondern alles nur die Erkrankung deines Gehirns. Ich habe dir heute 7 Folgen, 7 Funktionen mitgebracht, die durch diese Traumata in deinem Gehirn verändert wurden und dadurch unter anderem genau diese Erkrankungen, die ich gelistet habe, entstanden sind. Bitte diskutiert dann später im Kommentarfeld unbedingt mit, was deine Meinung dazu ist, weil ich bin unglaublich gespannt, was du dann nach diesem Video zu dem Thema sagst. Ich bin Gabriela, ich leite mein eigenes Trauma-Institut und Traumaakademie für Betroffene von Entwicklungstrauma, und zwar neurosomatisch und als einzige Akademie mit Ayurveda, Epigenetik und somatische Live-Klassen dazu. Und ich freue mich jetzt auf dich. Die erste Funktion ist im Hirnstamm, wo ganz basale Funktionen im Gehirn gesteuert werden, unter anderem Atmung, Schwitzen, aber auch Herzrate. Herzratevariabilität ist ja bei Traumatisierten ein ganz großes Thema, Blutdruck und Kreislauf. Diese Funktionen werden durch chronische Traumatisierung völlig verändert. Das bedeutet, dass es mittlerweile Studien dazu gibt, dass sowohl hoher Blutdruck eine Korrelation zu chronischem Trauma, also chronischem Stress hat, als auch Herzratenvariabilität, aber auch Kreislauf- bzw. Herzerkrankungen. Und womöglich kennst du auch, die meisten Traumabetroffene haben eine ganz, ganz flache Atmung, was zuerst mit Körperarbeit befreit und gelockert werden muss. Die zweite Funktion ist im Hippocampus, welche hier Schaden nimmt. Und zwar im Hippocampus ist das Gedächtnis und die Lernfähigkeit. Aber auch hier passiert die Unterscheidung zwischen hier und jetzt. Das bedeutet, dass dein Gehirn genau in diesem Hirnareal Gedächtnismaterial sehr sorgfältig vorsortiert oder auch erst gar nicht abspeichert. Und da du höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten mit dir Sachen zu merken hast oder gewisse Dinge auch eben als Traumafolge gar nicht erinnern kannst und Lernfähigkeit im Sinne, da bleibt nichts hängen sozusagen. Also Langzeitgedächtnis funktioniert nicht so gut, sind hier eine ganz klare lineare Folge von diesem chronischen Stress. Und genau in diesem Hirnareal bildet sich normalerweise die Fähigkeit der Unterscheidung zwischen hier und jetzt, also sprich, dass ich auch zeitliche Wahrnehmungen einsortieren kann, wann Gegenwart ist, wann auch, was ich erlebe, schon Vergangenheit ist oder erst passieren wird. Ebenfalls diese Fähigkeit nimmt einen großen Schaden. Nächste Funktion ist im Hypothalamus, welche sich groß verändert, und zwar in Zwischenhirn, also im Hypothalamus passiert ja unsere Emotionsregulierung, aber auch hier wird gesteuert Appetit, auch ganz essentielle Funktionen zum Überleben wie Schlaf, gewisse Rhythmen im Körper, aber auch Sexualität oder Temperatur. Und du merkst jetzt sicherlich, Emotionsregulation, Emotionsregulierung ist eine der größten Probleme bei komplex Traumatisierten, dass eben inzwischen hier diese Funktion
nicht richtig intakt ist. Das heißt, dass eine angemessene Anwendung und Ausdrucksform von den Emotionen und von den Gefühlen nicht vorhanden ist, sondern die Kontrolle wird stets darüber verloren oder ist gar nicht erst vorhanden, dass man gewisse Emotionen zum Beispiel empfinden kann oder zum Ausdruck bringen kann. Und genau diese Region, diese Brücke sozusagen zwischen Hirnstamm und Großhirn, also das Mittelhirn, ist bei den meisten komplex Traumatisierten in der Funktion ganz zurückgeblieben. Das heißt, dass die Verknüpfung der Funktionen nur schwer funktioniert. Genau das ist der Grund, warum Nervensystemregulation im Körper von Menschen mit Entwicklungstrauma so einen großen Schaden hat. Die nächste Funktion, was ich dir mitgebracht habe, ist im Amygdala, im Mandelkern. Das sind ja 2 Mandelkerne. Ich brauche das dir gar nicht zu sagen, denn du kennst es ja aus eigener Erfahrung, dass durch deine Wahrnehmung, welche ja sehr, sehr überempfindlich ist im Vergleich zu Menschen, die keine Traumatisierung erlebt haben, sehr, sehr fein ist, sehr, sehr sensibel ist, Schlagwort Hochsensibilität, genau aus dieser Region stammt. Und der Grund ist hierfür natürlich deine verzerrte Wahrnehmung, genau aus den einfachen Grund heraus, dass du unglaublich oft und viel wiederkehrend gefährliche Situationen und Ereignisse erlebt hattest, was natürlich diese Hirnregion abgespeichert hat. Dementsprechend reagierst du auch bis heute auf diversesten Ereignisse und Schlüsselreize sehr, sehr schnell und hyperaktiv und zum Teil auch hyperaggressiv oder sehr, sehr intensiv und sehr, sehr sensibel. Nächste Aktivität bzw. nächste Funktion im Gehirn ist im präfrontalen Kortex, wo wir das rationale Denken haben und Entscheidungs- und Planungsfähigkeit. Also dank Hirnforschung wissen wir, dass hier durch chronische Traumata dieser präfrontale Kortex ein reduziertes Volumen aufweist. Das bedeutet, dass auch das Denkvermögen ein reduziertes ist in der Regel und dass diesen Betroffenen natürlich schwieriger fällt. Alles Mögliche, auch Konzentration oder sehr, sehr ermüdend ist. Und ich kenne sehr vielen Betroffenen, ich bin ja selbst auch durch Entwicklungstrauma, ich bin ja selbst überlebend. Es gibt unglaublich viele sehr, sehr feine und feinfühlige Menschen unter Betroffenen, die auch sehr intelligent sind und sie mögen auch lernen. Und gleichzeitig, dass eine recht typische Beobachtung ist, dass sie durch dieses Lernen und durch dieses Bemühen sehr, sehr schnell ermüden. Denn diese geistige Anstrengung ermüdet sie. Die nächste Funktion im Gehirn, überhaupt die sensorische Kortex. Das bedeutet, dass Sinneswahrnehmung, Bewegungskoordination auch einiges an Schaden genommen hat. Sinneswahrnehmung, das bedeutet, dass höchstwahrscheinlich auch du, je nachdem, was du in der Kindheit erlebt hast, fokussiert auf typische Gefahrsituationen, die du erlebt hattest, hast du dich dort sehr, sehr gut spezialisiert sozusagen auf diese sensorische Reize. Dort bist du vielleicht auch sehr, sehr gut. Vielleicht hörst du sehr, sehr gut, also bist du auditiv auch sehr gut oder auch visuell oder vielleicht auch emotional, ja, dass du empfindest, dass du sehr empfindest. Das ist ja was mit Hochsensibilität zum Beispiel auch, nicht wahr? So viel gesagt wird. Denn
man war letztes Endes darauf angewiesen, dass man sehr schnell erahnt hat, was die Bezugspersonen ja gerade fühlen, wie sie drauf sind, und man hat die Umgebung gescreent. Und diese Fähigkeit ist äußerst hochentwickelt. Gleichzeitig andere Teile der Sinneswahrnehmung sind sehr auf der Strecke geblieben. Zum Teil auch wirklich Bewegungskoordination, also auch kein Sport oder keine Bewegung. Viele haben auch Aversion dagegen entwickelt und sind auch meistens sogar in so einem hochfunktionalen Tunnel oder so ein Körpererstarrungsmodus, wo auch Bewegung sehr sporadisch und sehr wenig nur ausgeführt wird. Und meine 7. Funktion für dich heute im Gehirn, das ist sehr, sehr typisch und leider aus meiner Sicht das Schlimmste eigentlich, die Funktion, die so eingeschränkt wurde, und das ist das Ich-Gefühl. Das wurde auch in MRT untersucht, dass bei Menschen mit Entwicklungstrauma genau dieses Areal im Gehirn, wo dieses Gefühl sogar sichtbar ist, also visuell kann man sehen, wenn es um Ich-Gefühle geht, wenn man über sich selbst spricht, wenn man über Identität spricht, wenn man das erspüren und erfühlen möchte, dass dort praktisch kaum Aktivität gibt, kaum was zu messen ist und dass genau diese Areale sehr, sehr zurückgebildet sind. Ist ja kein Wunder, nicht wahr? Wenn ein kleines Kind nur auf andere und auf Bedürfnisse anderer ausgerichtet ist, dann ist es zwangsläufig, dass die eigenen Bedürfnisse und eigene Wahrnehmungen und ja, das Selbst und die Entwicklung des Selbst völlig auf der Strecke bleibt. So viel heute für dich, und natürlich fragst du jetzt sicherlich, ja, und was soll ich jetzt mit diesen 7 Funktionen im Gehirn tun und machen? Ich kann dir eins empfehlen, obwohl Neurodiversität auch als, ja, aus meiner Sicht ein bisschen so wie Hype und Modewort, wieder wird was aufgegriffen. Eigentlich jeder Mensch mit Entwicklungstrauma ist neurodivers, aber also Neurodiversität ein zum Teil großes Manko ist, dank Neuroplastizität, also dass sich das Gehirn verändern kann, wenn wir diese betätigen, und zwar so betätigen, dass wir durch gesunde Maßnahmen, Interventionen, Verhalten und Verändern der Lebensführung wir das tun, dann können wir einiges wirklich auch hier bewirken. Und deshalb eben aus meiner Sicht auch meine Begleitung sieht ja dann immer neurosomatisch aus, immer berücksichtigend, was können wir auf Nervensystemebene und immer unter Einbeziehung des Körpers tun. Es gibt eine Menge an Tools, und da wünsche ich dir wirklich, dass du Selbstregulation erlernen kannst und dass du diese Selbstbefähigung dann tatsächlich dir aneignest, damit dir noch einiges von diesen 7 Funktionen in eine bessere Qualität zur Verfügung stehen. Und jetzt bin ich ganz gespannt. Wie siehst du das? Sind denn diese Funktionen, diese 7 Funktionen, die ja im Gehirn ganz klar verändert wurden, durch die Traumatisierung und durch die traumatischen Erfahrungen in der Kindheit, sind ganz klar die Ursachen für all diese Krankheitssymptomatiken, die ich ja am Anfang genannt habe. Siehst du das ebenfalls so?
Bin ganz gespannt, was deine Meinung ist. Und ja, ich wünsche dir wie immer alles Liebe und bis zum nächsten Mal, Gabriela. 'Cause it feels like